Die öffentliche Diskussion zwischen dem Psychologen Jordan Peterson und dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins hat sowohl in religiösen als auch in atheistischen Kreisen für Aufsehen gesorgt. Im Gespräch ging es um die Wahrheit biblischer Geschichten, die Grundlagen moderner Wissenschaft, die Hierarchisierung von Wertesystemen und die Existenz von Drachen. Was Dawkins und Peterson unterscheidet, welche Bedeutung die Bibel für sie hat und ob eine produktive Kommunikation zwischen zwei derart unterschiedlichen Persönlichkeiten überhaupt möglich ist, erfährst du in diesem Video. Für ein besseres Verständnis empfehle ich während der Ausschnitte aus dem Originalvideo die deutschen oder englischen Untertitel zu aktivieren. I had the opportunity today to engage in a long-awaited discussion. Dr. Richard Dawkins and Alex O'Connor, and we took the opportunity to explore things we agree about and things we disagree about in a manner that I think was very productive. Join us for that. You said that you were a cultural Christian, but what did you mean by that? Virtually nothing. Dr. Peterson, you're drunk on symbols. What I care about is the truth value. I see no truth value in the claims of Christianity, the virgin birth, the resurrection. Do you believe in any of those? From a metaphorical perspective, any culture that doesn't hold the image of the woman and infant sacred dies. Well, let's go back to what you said earlier, which I was very interested in. You implied there's no difference between whether the text is divinely inspired or whether it evolved. Well, it's the same thing if it's fundamentally reflective of the logos or order. And I think it is. I think that Jordan prioritizes myth and I prioritize fact. I'm not interested in dragons, I'm interested in reality. But my sense is that those two pathways have to unify. Now, it's not like I know how to rectify that. Do you think that that is something that is worth exploring further? Is that very interesting? Yes. Die Debatte zwischen Richard Dawkins und Jordan Peterson wurde Ende September 2024 geführt und einen Monat später auf Petersons YouTube-Kanal veröffentlicht. Moderiert wurde das Gespräch von Alex O'Connor, einem YouTuber mit Abschluss in Theologie und Philosophie, der auf seinem Kanal religiöse, philosophische, gesellschaftliche und politische Themen behandelt und in seinem Podcast Within Reason Gespräche mit einigen der prominentesten Intellektuellen unserer Zeit führt. Werfen wir einen genaueren Blick auf die beiden Diskussionsteilnehmer. Jordan Peterson ist ein kanadischer Psychologe, Autor und emeritierter Professor. Zu seinen Hauptforschungsgebieten zählten die Psychologie des religiösen und ideologischen Glaubens sowie die Persönlichkeitsentwicklung. Sein berühmtestes Werk ist das Selbsthilfebuch 12 Rules for Life, welches 12 praktische moralische Lebensregeln enthält. Die 6. Lebensregel lautet beispielsweise: Räum erstmal dein Zimmer auf, ehe du die Welt kritisierst. Seine Kritik an moderner Genderpolitik und Political Correctness, seine Exzentrik und sein Kampf für Meinungsfreiheit und gegen Cancel Culture machten ihn zu einem der umstrittensten Intellektuellen der Gegenwart. In seinem aktuellen Buch We Who Wrestle with God analysiert er biblische Geschichten, die unsere westliche Welt geprägt haben und uns seiner Ansicht nach kulturell und psychologisch stabilisieren, inspirieren und vereinen. Eine der im Buch analysierten Geschichten, der Konflikt zwischen Kain und Abel, wird in der Debatte von Dawkins angesprochen. Peterson interessiert sich für die Grundstrukturen menschlicher Vorstellungs- und Handlungsmuster, welche sich in Geschichten und Symbolen zeigen. Im Fokus steht die Welt der Werte. Richard Dawkins ist ein britischer Biologe, Autor und emeritierter Professor. Er ist Skeptiker, Religionskritiker und einer der bekanntesten Vertreter des neuen Atheismus, einer Bewegung, die Anfang des 21. Jahrhunderts entstand. Dawkins bezeichnet sich selbst nicht als Atheisten, sondern als Agnostiker. Die Existenz Gottes hält er jedoch für extrem unwahrscheinlich. Sein erstes Buch The Selfish Gene erscheint 1976. Hierin erklärt er menschliches Verhalten durch evolutionsbiologische Prozesse und führt die kulturelle Entwicklung des Menschen auf sogenannte Meme zurück. In seinem Buch The God Delusion beschreibt er theistische Religionen und insbesondere die 3 monotheistischen Weltreligionen als irrational und schädlich. In Dawkins naturalistischem Wirklichkeitsverständnis existiert nur die physikalische materielle Welt. Diese kann durch empirisch-naturwissenschaftliche Methoden hinreichend beschrieben werden.
Dawkins interessieren nur naturwissenschaftliche Fakten. Alles Übernatürliche oder Göttliche verwirft er. Im Fokus steht die Welt der Fakten. Aufgrund seiner fundamentalen Religionskritik, seiner islamkritischen Haltung und seiner mangelnden religionsphilosophischen und theologischen Kenntnisse wurde er im Laufe der Jahrzehnte von verschiedenen Seiten scharf attackiert. Sein Titel als Humanist des Jahres wurde ihm 2021, 25 Jahre nach der Ehrung, infolge transkritischer Kommentare aberkannt. Wie Peterson spricht auch Dawkins sich für freie Meinungsäußerung und gegen Cancel Culture aus. In der Debatte Dawkins versus Peterson treffen zwei Menschen aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Für Dawkins zählen wissenschaftliche Fakten, für Peterson menschliche Handlungsmuster und Werte. Kann ein produktives Gespräch zwischen zwei derart unterschiedlichen Menschen gelingen? Alex O'Connor kommentiert unter dem Video, er habe sich noch nie in seinem Leben so sehr wie ein Corpus callosum gefühlt. Das Corpus callosum vermittelt zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte. Ohne dieses verbindende Element wäre eine Kommunikation zwischen den beiden Gehirnhälften nicht möglich. Während die linke Gehirnhälfte für logisches, analytisches Denken zuständig ist, ist die rechte Gehirnhälfte unter anderem verantwortlich für bildliches, kreatives, ganzheitliches Denken. Dawkins wäre in dieser Analogie die linke Gehirnhälfte, Peterson die rechte. Peterson und Dawkins haben zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, um sich der Realität zu nähern. Demzufolge messen sie Geschichten und Fakten, Fiktion und Wahrheit, Mythos und Logos eine völlig unterschiedliche Bedeutung bei. Für Peterson bieten erst Geschichten und Mythen einen Zugang zur Welt, während für Dawkins allein wissenschaftliche Fakten und Wahrheitswerte eine Rolle spielen. I'm not that interested in symbols. I think, Dr. Peterson, you're drunk on symbols. Yes, you mentioned. I've heard that comment. Yeah. Yes, I mean, for example, I counted up in your book, We Who Wrestle with God, a number of references to Cain. Mm-hmm. There are 356 references to Cain in the book, and 20 references to the descendants of Cain. You're obsessed with Cain because Cain is symbolic of evil, all the evil in the world, you more or less blame Cain for. And this is, Cain, I mean, you don't believe Cain actually existed, I presume. Kain und Abel sind laut Bibel die Söhne von Adam und Eva. Während Adam und Eva von Gott erschaffen wurden, sind Kain und Abel die beiden ersten auf natürliche Weise gezeugten Menschen. Kain erschlägt seinen jüngeren Bruder Abel aus Eifersucht. Dieser erste Mord in der Geschichte der Menschheit ist für Peterson ein Symbol für Rivalität, Konflikt, Krieg, kurz das Böse in der Welt. Er steht für ein menschliches Handlungsmuster, das in den Untergang führt. Dawkins Frage, ob Kain und Abel tatsächlich gelebt haben, hält Peterson hingegen für irrelevant. Ebenso wie Raskolnikow aus Dostojewskis Roman Schuld und Sühne seien diese beiden Figuren nicht real, sondern hyperreal, da sie für ewige Konzepte der menschlichen Natur stehen. Well, what do I think about Cain and Abel? I said, I think the pattern that they represent always exists. Always exists. You understand that that's a different thing. What's a different matter? A pattern that they represent, the conflict between brothers, the rivalry between brothers. This is a fundamental pattern, which yes, it's something that's there. But I care about facts. I mean, did they exist or did they not exist? Well, I can imagine a situation where when the story was originated, that it referred to two actual brothers. But as the stories propagate across time, as they mutate, as they adapt, let's say, to the structure of human memory, they deepen and they become broader. And so then they become emblematic not only of the pattern of conflict that might characterize the original two brothers that the story was about, but about the conflict between brothers as such, and then the more fundamental levels of conflict that exist within human beings, which is what you see in more sophisticated literature. Während sich Dawkins dafür interessiert, ob Kain und Abel tatsächlich gelebt haben, interessiert sich Peterson für ihre symbolische Bedeutung und das menschliche Handlungsmuster, das sie repräsentieren.
Aber lebt Dawkins tatsächlich ausschließlich in der Welt der Fakten? Sind nicht darüber hinaus auch für ihn gewisse Werte wichtig? Dawkins hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach selbst als kulturellen Christen bezeichnet, zuletzt in einem Interview mit dem privaten britischen Radiosender LBC. Als kulturelle Christen werden für gewöhnlich Menschen bezeichnet, welche zwar keinen aktiven Glauben praktizieren, die Werte und Kultur des Christentums aber wertschätzen. Dawkins hat jedoch ein anderes Verständnis dieses Begriffs. You made a statement a couple of months ago that I found very interesting. And I don't claim to understand it, and I'm not trying to put you on the spot with it. You said that you were a cultural Christian. Okay, and so that raised a number of questions in my mind, and the first question was... You are changing the subject. No, I'm not. No, I don't think so. Okay. I may be leaping outside of the topic a bit to get back to it. We can do cultural Christianity, but I think I have a list of questions that you wanted to ask, and that is one of them. But I think Professor Dawkins did ask you... You were referring to the predictive power and to the utility of the stories. Yeah. Okay, so that's actually what I was trying to zero in on. Go ahead. Okay, so that was the point. Well, it seemed to me that your proclamation that you were a cultural Christian was a recognition and a statement that you had found something in the culture that had been derived from Christianity that you had an affinity with, and that there's some reason for that. And one of the things I wanted to ask you is, well, what do you think that Christianity got right that allows you to make a statement like that? I mean, I know that there's differences perhaps in what we both think about the ultimate veracity of the biblical stories. Maybe there isn't differences. Like, it would take a lot of conversation to figure this out. But what did you mean by that? Like, what do you think that Christianity got right that would enable you to make a statement like that? Virtually nothing. I meant by that no more than that I'm brought up in a Christian culture. I went to Christian schools. I therefore know my way around the Bible. I know my way around the Book of Common Prayer. I know the hymns. That's all. I don't value Christianity as a truth system at all. Für Dawkins bedeutet kultureller Christ zu sein lediglich, in einem christlichen Land aufgewachsen zu sein und die Bibel, die Lieder, die Sitten und Gebräuche dieser Religion zu kennen. Peterson möchte daraufhin wissen, ob Dawkins unterschiedliche religiöse Wertesysteme in irgendeiner Weise hierarchisieren würde. Als Beispiele bringt er das gemäßigte Christentum in Großbritannien und den fundamentalistischen Islam. Maybe that's true, and perhaps it's not. So the first question is, do you think that there are any marked differences between cultural traditions that would enable you to rank order them in terms of their ethical validity? Yes, I do. Okay, so for example, we could contrast mainstream UK Christianity with Islamic fundamentalism. Yes. Okay, so there's a hierarchy. There is a hierarchy. Okay, a hierarchy that points to what? Well, in the case of Islam, I dislike any religion which punishes apostasy with death, that throws gay people off high buildings, that practices clitoridectomy. That seems to me to place Islam on a lower level than Christianity, but that's not to say anything very positive about Christianity. Well, it might be to say something positive about Christianity. Like, I think that question is open, because you might ask yourself, what did Christianity get right that led it away from those particular presumptions and towards something that you regard as more ethically appropriate? Like, this isn't a trivial question. It's a very modest claim. There's not very much. I mean, to be better than a religion that throws gay people off high buildings is not really a very virtuous achievement. I don't know. I don't know if that's true, because if you look at the barbarism that characterizes the human past, you might think that any progression whatsoever towards something approximating mercy and tolerance is nothing short of a bloody miracle. Well, people are pretty ruthless, and so are our chimpanzee cousins. Yes, they are. Right. Dawkins gesteht zu, dass das gemäßigte Christentum dem fundamentalistischen Islam moralisch überlegen ist. Diese moralische Überlegenheit beeindruckt ihn jedoch weder, noch reicht sie aus, um die Wahrheit dieser Religion zu begründen. Die Inhalte der Bibel, die Jungfrauengeburt, die Auferstehung Jesu, die Wunder, sind schließlich immer noch falsch.
Dawkins übersieht hierbei den Kern von Petersons Argument. Peterson geht es nicht um einzelne, konkrete Beispiele, die eine Religion als moralisch höherwertig qualifizieren als eine andere, sondern um die Letztbegründung von Moral. Mit der Frage, worauf die von Dawkins genannte Hierarchie hinweist, deutet er an, dass es außerhalb empirisch messbarer Fakten der physikalischen Welt etwas geben muss, das moralische Werturteile überhaupt erst möglich macht. Wissenschaft kann nicht die Wahrheit von Moral begründen, sie kann nicht erklären, warum etwas gut oder böse ist. Eine Hierarchisierung von Wertesystemen wie dem Christentum und dem Islam ist abseits persönlicher, subjektiver Vorlieben nicht möglich, ohne Bezug auf eine objektive Moral zu nehmen. Die Grundlage einer Wertehierarchie, dasjenige, woraufhin alle Werte ausgerichtet sind, nennt Peterson Gott. What I care about is the truth value. I see no truth value in the claims of Christianity, the virgin birth, the resurrection, the miracles. Do you believe in any of those? Do you believe Jesus was born a virgin? As I said before, there are elements of the text that I don't feel qualified to comment on. My experience has been that the more, I know from a metaphorical perspective and from a mythic perspective what the story of the virgin birth means. And I accept that. I know, for example, that any culture that doesn't hold the image of the woman and infant sacred dies. Do you mean and I don't know how that needs to be expressed in a form. True, though? Do you mean that you don't know? Well, let me ask you about that, because truth, this is something I talked with Sam Harris about too. Truth, as we know, is a tricky business. Dawkins wendet ein, dass ihn das Christentum trotz seiner moralischen Überlegenheit über den Islam nicht überzeugt, da die biblischen Geschichten und Inhalte nicht wahr sind. Auf diesen Einwand ist Peterson bereits bei der Geschichte von Kain und Abel eingegangen. Es geht ihm nicht um eine wörtliche Auslegung oder die empirische Wahrheit der Bibel, sondern um die darin enthaltenen Muster, Symbole und Werte. Auf mehrfaches Nachfragen wird er im späteren Verlauf des Gesprächs zugeben, dass er nicht weiß, ob Jesus Sohn einer Jungfrau ist oder nicht. Doch dieser Aspekt spielt für ihn keinerlei Rolle. Bei seiner Beschäftigung mit der Bibel geht es ihm um die Welt der Symbole und Werte, nicht um die Welt der Fakten. Auch ein Wissenschaftler muss sich bei seiner Suche nach Wahrheit auf höhere Werte beziehen, die selbst nicht empirisch messbar sind. Wenn Peterson sagt, Wahrheit sei eine heikle Angelegenheit, meint er, dass nicht nur wissenschaftliche Fakten, sondern auch Symbole und Werte wahr sein können. Für Dawkins ist allein die wissenschaftliche, historische Wahrheit der Bibel relevant, nicht ihre symbolische oder moralische Wahrheit. Er interessiert sich nur für die Welt der Fakten, genauer die Wissenschaft. Nicht Symbole, Geschichten oder Werte lassen uns die Entstehung des Lebens, das Universum oder biologische Prozesse verstehen, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten. Dass das Christentum Dogmen vertritt, die offensichtlich jeder wissenschaftlichen Erkenntnis widersprechen, disqualifiziert es als Wahrheitssystem, welches verbindliche Werte begründen kann. Laut Peterson hingegen können menschliche Gesellschaften nur funktionieren, wenn sich Mythos und Logos, die Welt der Werte und die Welt der Fakten wieder miteinander verbinden. Der Postmodernismus, welcher annimmt, dass Konzepte, Ideen und Sprache subjektive und beliebige Konstrukte sind und die Existenz einer objektiven Wahrheit leugnet, hat für Peterson zu einer völligen Trennung, wenn nicht gar zur Auflösung dieser beiden Bereiche geführt. Nicht nur verbindliche Werte, sondern auch die Existenz einer objektiven Wahrheit werden abgelehnt. Peterson hält diese Ideologie für hochgefährlich, da sie zu moralischem Relativismus und extremem Skeptizismus führt. Zwar gibt er den Postmodernisten recht damit, dass wir unsere Wahrnehmungen und die Fakten, denen wir begegnen, priorisieren müssen. Eine Geschichte, ein Mythos ist seiner Ansicht nach ein verbaler Bericht darüber, wie wir unsere Wahrnehmungen und die Fakten, denen wir begegnen, priorisieren. Sie ist eine Beschreibung der Struktur, durch die wir die Welt sehen. Der Mythos des Drachenkampfes beispielsweise steht für die Überwindung von Hindernissen, die unser Leben prägen und uns stärker machen. Die Geschichte von Kain und Abel steht für Rivalität, Kampf und Krieg. Die Jungfrau und das Kind stehen für Schöpfung, Unschuld und Leben.
Doch eine solche Priorisierung ist nicht völlig willkürlich und moralische Werte sind nicht relativ. Wie wir gesehen haben, sind für Peterson nicht nur wissenschaftliche Fakten wahr, sondern auch Symbole und Werte. Es gibt eine transzendente Moral. Eine einheitliche Wahrheit, die Übereinstimmung der Welt der Werte und der Welt der Fakten wird, so Peterson, seit Jahrtausenden als göttliche Ordnung beschrieben. Auch Wissenschaft beruht auf Axiomen, auf Grundannahmen und Werten, welche selbst nicht wissenschaftlich gerechtfertigt werden können. Diese Axiome sind laut Peterson religiös. Sie entstammen der jüdisch-christlichen Tradition. Als Beispiele nennt er die Axiome, dass die Wahrheit zu einer Einheit tendiert, dass sie frei macht, dass es eine logische Ordnung gibt, die dem Kosmos innewohnt, dass diese grundlegende Ordnung gut ist, dass der Mensch sie verstehen kann und dass die Entdeckung dieser Ordnung und die Ausrichtung auf sie das Leben reichhaltiger macht. Die derzeitigen Angriffe auf die Wissenschaft, beispielsweise durch den Postmodernismus, lassen sich dadurch erklären, dass die metaphysische Grundlage dieser Axiome immer schwächer wird. In dieser Perspektive kann das Christentum die Werte einer Gesellschaft und damit auch die Wissenschaft vor dem Verfall bewahren. Neben den interessanten inhaltlichen Thesen können wir aus dem Gespräch meiner Ansicht nach 3 wichtige Lehren im Hinblick auf Diskussionskultur ziehen. Erstens: Es ist möglich, dass Menschen miteinander diskutieren, ohne sich gegenseitig zu beleidigen und zu diffamieren. Selbst über völlig konträre Positionen kann sachlich und respektvoll gestritten werden. Zweitens: Ein neutraler und gebildeter Moderator kann für Klarheit und Struktur sorgen. Er darf sich hierbei nicht auf eine bestimmte Seite schlagen, sondern muss den Gesprächsteilnehmern ermöglichen, ihre Position so klar wie möglich darzulegen. Drittens: Ein respektvolles und sachliches öffentliches Gespräch über brisante Themen ist bereichernd für die Gesellschaft, da es neue Blickwinkel eröffnet. Ein Konsens ist nicht nötig, um aus einer Diskussion einen Gewinn zu ziehen. Wie fandest du persönlich das Gespräch zwischen Dawkins und Peterson? Welche Position überzeugt dich persönlich mehr? Schreibe deine Meinung sehr gerne in die Kommentare.